Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Heli FAQ. Ich wollte nur sagen, vielen lieben Dank für all das positive Feedback, was ich auf mein erstes Video zum Thema Motivation von euch bekommen habe. Ich habe so viele Leute gehabt, die mir ihre persönliche Geschichte geschrieben haben und die gesagt haben, wow, du sprichst mir ja wirklich aus dem Herzen. Ich war sehr davon berührt und es bedeutet mir sehr viel, dass ihr diese Geschichten mit mir teilt. Also vielen lieben Dank an euch alle. Heute geht es um ein anderes Thema und zwar etwas, was ich auch immer wieder feststelle, wenn ich beim Fliegen bin und die Leute mich dann fragen, boah, du trainierst bestimmt total viel am Simulator, du fliegst so gut, und ich dann immer sage, nee, eigentlich nicht so wirklich. Und ich möchte euch heute meine Top 6 Tipps geben, wenn es ums Simulatorfliegen geht. Tipp Nummer 1. Der erste Fehler, den ihr beim Simulatorfliegen machen könnt, ist, gar keinen Simulator zu fliegen. Also ich weiß, viele Leute sagen, oh, das ist mir zu langweilig und das macht mir keinen Spaß und ich kann mich nicht aufraffen. Kann ich alles nachvollziehen. Ich habe später noch einen ganz tollen Tipp für euch, wie ihr euch aufraffen könnt und was ihr machen könnt, wenn ihr euch mal dran setzt, um die Zeit sinnvoll zu gestalten. Das kommt später. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass ihr Simulator fliegt. Sowohl für die Leute, die anfangen wollen, Heli zu fliegen, weil gerade am Anfang, wenn ihr keine Ahnung habt, wie sich ein Heli steuert und ihr rausgeht aufs Feld und sagt, es wird schon irgendwie funktionieren, es wird schon nicht so viel kaputt gehen, ihr werdet überfordert sein. Ich sage es euch nur vorher, ein Helikopter fliegen ist wirklich schwierig und ihr habt 4 Sachen, die ihr gleichzeitig steuern müsst, die voneinander abhängen, die miteinander korrelieren. Ihr werdet es höchstwahrscheinlich, wenn ihr kein Naturtalent seid, und das sind die wenigsten von uns, ihr werdet es wahrscheinlich nicht schaffen, das Ding zu Bruch fliegen. Gerade wenn mich ein Anfänger fragt, Simone, ich möchte anfangen mit Heli fliegen und ich weiß schon, ich möchte dabei bleiben, was soll ich mir besorgen? Dann sage ich mal, kauf dir eine gescheite Funke, die du später auch noch für größere Helikopter benutzen kannst. Kauf dir einen 450er Heli oder vielleicht ein bisschen was kleineres, ein bisschen was größeres, aber nichts zu großes, was anständig fliegt, und besorge dir einen gescheiten Simulator. Und zwar nicht irgend so ein kostenlos Mistding. Also ihr könnt gerne Probeversionen ausprobieren von verschiedenen Simulatoren, aber kauft euch etwas Gescheites, was auch eine gescheite Physik hat. Ihr werdet diesen Simulator eure ganze Karriere lang brauchen. Ich verspreche es euch. Alleine schon nur, um neue Figuren auszuprobieren, um vielleicht eure neue Musikkür, wenn ihr dann mal Profi seid, um auszuprobieren, ob eure Figuren auf die Musik funktionieren und ihr habt keine Zeit, um schnell aufs Feld zu fahren, das auszuprobieren. Ihr werdet einen Simulator immer brauchen. Ich habe damals nicht das Glück gehabt, einen Simulator zu haben. Ich habe ohne gelernt und ich bereue es im Nachhinein sehr, sehr deutlich, weil ich wirklich ungefähr 4 Jahre gebraucht habe, bis ich mich getraut habe, meine ersten Achter, meine ersten Kreise, meine ersten Loopings zu fliegen. Und ich wusste ja, ich konnte nur raten, wie man das steuert. Hätte ich vorher am Simulator trainieren können, dann hätte ich die Grundbewegung schon gelernt und ich hätte gewusst, okay, so und so funktioniert das und das machst du lieber nicht. Ich wäre viel sicherer gewesen und so hat mich das Ganze sehr viel Zeit gekostet. Also sowohl wenn ihr Anfänger seid, um die Steuerung zu lernen, als auch wenn ihr fortgeschrittener seid, um neue Figuren auszuprobieren, um Musikküren auszuprobieren, um Nachtflug auszuprobieren. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt und ihr werdet es nicht bereuen. Mein zweiter Tipp ist, ihr solltet verschiedene Simulatoren ausprobieren. Nicht jeder mag oder findet den gleichen Simulator wie der andere besonders realistisch oder besonders toll. Es gibt Leute, die sagen, Real Flight ist das allerbeste, dann gibt es Leute, die schwören dann auf den Next, dann gibt es Leute, die finden Heli X besonders toll, dann gibt es welche, die finden Reflex toll, damals gab es noch, ich weiß nicht, gibt es denn noch Aerofly? Dann gibt es noch den Phoenix, es gibt so Accuracy, es gibt so viele Simulatoren da draußen und ihr müsst einfach mal gucken, ob ihr eine Möglichkeit findet, die verschiedenen Simulatoren durchzuprobieren. Es gibt eigentlich von fast allen Simulatoren Testversionen, die ihr runterladen könnt und dann könnt ihr mal, zum Beispiel, ich glaube beim Next ist es so, ihr könnt 2 Minuten fliegen und dann müsst ihr den Simulator neu starten, aber es reicht schon, damit ihr mal ein Gefühl bekommt, ob die Grafik euch liegt, ob die Performance passt, ob es mit eurem Betriebssystem funktioniert. Wenn ihr zum Beispiel wie ich einen Macintosh habt, dann müsst ihr entweder Windows auf einer separaten Festplatte haben oder ihr sucht euch einen Simulator, der auf Macintosh läuft. Das wäre in meinem Fall zum Beispiel der Next. Kommt immer darauf an, welche Ziele ihr habt, deswegen sage ich,
versucht, verschiedene Simulatoren auszuprobieren, fragt ansonsten beim Hersteller nach, ob es eine Möglichkeit gibt, eine Testversion zu kriegen und dann entscheidet wirklich danach, was euch am besten liegt. Mein Tipp Nummer 3. Ihr solltet am besten versuchen, den Sender am Simulator zu benutzen, den ihr auch in echt benutzt. Ich fliege ja Graupner und ich habe für meinen Lehrer-Schüler eine MX-20 und eine MX-16 und ich benutze meine MX-16 oder meine MX-20 immer für meine Simulatoren. Ich fliege zwar in Wirklichkeit eine MZ-24, allerdings unterscheiden die sich jetzt nicht so mega großartig, aber wenn ich zum Beispiel vergleiche, manche Simulatoren bieten euch so einen kleinen Plastiksender dazu an, den ihr anstöpseln könnt und die liegen teilweise komplett anders in der Hand, die Knüppel sind ein bisschen länger oder sie gehen ein bisschen schwerer und es ist einfach nicht das Gleiche. Ihr müsst euch jedes Mal dann an diesen Plastiksender gewöhnen und in Realität fühlen sich die Knüppel komplett anders an. Deswegen tendiere ich immer dazu, sucht euch einen Simulator, egal ob mit Dongle oder mit Lizenzschlüssel, wie auch immer die ihre Registrierung machen, versucht einen Simulator zu finden, wo ihr die Möglichkeit habt, euren eigenen Sender zu benutzen. Ich zeige euch zum Beispiel beim Phoenix ist es so, der Phoenix, ich meine klar, alle Simulatoren wollen natürlich nicht irgendwie illegal kopiert werden oder sowas, deswegen werden solche sogenannten Dongles benutzt. Zum Beispiel für den Phoenix ist dieses Kabel hier dabei, das hier ist das eigentliche Dongle. Das heißt, das hier, das USB kommt in den Rechner und das hier kommt hinten in den Klinkenadapter von eurem Sender rein. Dann funktioniert das so. Und für den Next zum Beispiel, der mit einem Lizenzschlüssel halt freigeschaltet wird, habe ich jetzt hier von der Firma Freakware zum Beispiel was ganz Tolles. Das nennt sich RX2SIM. Das funktioniert, soviel ich weiß, eigentlich mit jedem Sender. Und ihr habt hier einen riesen Boost an Kabeln und das wird dann einfach in einen Empfänger von der Marke, die ihr fliegt, eingestöpselt. In meinem Fall habe ich da jetzt einen ganz uralten GR16 Empfänger genommen. Da kommen die ganzen Kabel rein und das Tolle ist, dass wenn ich jetzt Simulator fliege, ich brauche kein Kabel mehr. Das heißt, ich kann mich sogar irgendwie schön irgendwo hinfläzen, aufs Sofa oder sonst wo und ich muss keine Angst haben, dass ich hier mit dem Kabel irgendwas rausreiße. Also 3. Tipp, sucht euch einen Simulator, wo ihr eure Funke, mit der ihr fliegt, benutzen könnt. Tipp Nummer 4. Macht nicht den Fehler, im Simulator euch den Heli rauszusuchen, den ihr auch in echt fliegt. Ich kenne so viele Leute, die zu mir sagen, ich muss unbedingt den Simulator haben, weil da gibt es den Goblin 570 Dreiblatt Kyle Stacy Edition und den fliege ich ja in echt auch und ich muss unbedingt den Simulator haben, wo dieses Modell drin ist, weil das sieht ja dann genauso aus wie mein Modell und das wird dann mit Sicherheit auch genauso fliegen wie mein Modell in echt. Viele Leute vertrauen darauf, dass die Modelle, die ihr in den Simulatoren standardmäßig gespeichert findet, dann tatsächlich so fliegen wie das Modell in echt. Jetzt ist hier schon der erste Trugschluss drin, weil nämlich ein T-Rex 700, den ich von Person A kriege, anders fliegt als ein T-Rex 700 von Person B, selbst wenn sie das gleiche Setup haben, weil jeder einfach seine Heli anders einstellt. Also manche Leute, wenn die meine Heckdrehrate fliegen würden, die würden die Hände vom Kopf zusammenschlagen. Deswegen vertraut da nicht drauf. Ich kann euch direkt sagen, als ich meinen Phoenix geflogen bin oder auch im Phoenix bin ich den T-Rex 700 Nitro geflogen. Und ihr wisst, ich fliege normalerweise nur Elektrohelikopter. Was heißt normalerweise? Ich fliege nur Elektrohelikopter. Ich bin trotzdem ein T-Rex 700 Nitro geflogen. Das war eine andere Marke, eine andere Größe und noch ein Nitro und kein Elektro. Oh, liegt daran, dass ich verschiedene Modelle durchprobiert habe und habe dann einfach gesagt, hey, das Modell, das fühlt sich für mich am heimeligsten, am besten an. Und das ist eigentlich genau das Prinzip. Probiert alle Modelle durch. Ist egal, ob das ein T-Rex 250, ein Goblin 380, ein 700er Nitro, ein Dreiblatt, ein Zweiblatt, ist scheißegal. Probiert die verschiedenen Helis, die eingespeichert sind, durch und nehmt den, der sich am ehesten so fliegt wie das Modell, was ihr in echt habt. Und danach macht ihr dann noch ganz kleine Anpassungen, aber es macht keinen Sinn, auf Teufel komm raus, das gleiche Modell zu wählen wie das, was ihr in echt fliegt, weil ihr werdet höchstwahrscheinlich nur enttäuscht werden. 5. Tipp. Macht nicht den Fehler und seht den Simulator als etwas, wo ihr die übelste Mega-Präzision drin trainieren müsst. Ihr könnt das machen, wenn ihr wollt. Meiner Meinung nach ist es vergebene Lebensmühe. Alleine deswegen, weil halt ein Simulator einfach
trotzdem nicht die Realität ist. Viele Leute machen jetzt den Fehler, die sagen, ja, ich trainiere jetzt gerade Figur XY und ich trainiere die am Simulator jetzt so lange, bis ich die immer auf der Stelle kann und muss perfekt sein und erst dann probiere ich das draußen. Ich persönlich würde es nicht machen, weil ich genau weiß, ich fliege am Simulator ein bisschen anders als in echt. Ich meine, wir kennen das alle, am Simulator fliegt man natürlich immer ein bisschen freier, aber ich weiß auch, dass mein Simulationsheli nicht 100% so fliegt wie mein echter Heli, deswegen, ich benutze den Simulator nur dafür, eine neue Figur zu üben. Also ich sehe zum Beispiel irgendwo eine Figur oder einen Übergang oder irgendwas in einem Video und sage, wow, das will ich auch fliegen. Und dann setze ich mich hin, nehme mir meine Funke, drücke auf Start und dann probiere ich erstmal. Und dann wird das nicht funktionieren und irgendwann versuche ich dann halt mal rauszufinden, wie steuert man die Figur denn, wie komme ich rein, wie komme ich dann wieder raus, falls ich mich versteuere. Das dürft ihr auch nie vergessen, das ist sehr, sehr wichtig. Wenn ihr zum Beispiel ein Funnel fliegt, ist es schön, wenn ihr wisst, wie ihr reinkommt und die Figur fliegt, aber was passiert denn jetzt, wenn euch das Heck zum Beispiel rausdreht? Habt ihr einen Notfallplan, dass ihr sagt, okay, ich mache Roll rechts und nick positiv oder keine Ahnung, das macht ja jeder anders. Ich persönlich benutze den Sim, wie gesagt, nur dafür, neue Figur, neues Manöver, möchte ich können, probiere es am Simulator so lange, bis ich, sage jetzt mal, 9 von 10 Malen nicht abstürze. 10 von 10 Malen wäre fast schon ein bisschen utopisch, sondern ich sage wirklich, okay, ich kann inzwischen ohne nachzudenken, was ich machen muss, ich komme rein, ich weiß, wie ich in die Figur reinkomme, ich kann sie fliegen, ohne dass ich abstürze und wenn tatsächlich irgendwas Komisches passiert, komme ich auch wieder raus, ohne dass ich unglaublich viel Höhe verliere. Wenn ihr diese 3 Sachen könnt, dann könnt ihr die Figur auch draußen, natürlich da oben, irgendwo bei der ISS in der Höhe, dann könnt ihr das probieren. Aber ich würde nicht den Fehler machen, auf zu viel Präzision zu gehen, weil ich denke, dann macht es auch keinen Spaß mehr. Dann sitzt man nur noch vorm Rechner und jetzt geht das wieder nicht. Und im Endeffekt fliegt sich dann in echt sowieso wieder anders. Und jetzt kommt mein 6. und ultimativer Tipp. Den gebe ich, wenn ich Leute privat treffe, gebe ich den immer wieder weiter. Aber ich dachte mir, es ist vielleicht eine nette Idee, wenn ich das mit euch persönlich teile. Und zwar, es geht um Musik. Musik und Motivation. Was meine ich damit? Ganz einfach. Viele Leute kommen zu mir und sagen, Simulatorfliegen, das ist so langweilig und ich muss mich dann da hinsetzen und dann fliege ich irgendwas, aber ich lerne im Endeffekt doch nichts Neues, weil eigentlich wollte ich ja das lernen, aber dann bin ich wieder ein bisschen rumgegurkt und im Endeffekt habe ich jetzt doch wieder nichts gemacht und dann bin ich enttäuscht und dann muss ich ja eine Stunde lang sitzen und So, ich kann euch beruhigen, klar, je häufiger ihr Simulator fliegt, desto besser. Aus meiner persönlichen Erfahrung ist es nicht unbedingt besser, je länger ihr fliegt. Meiner Meinung nach reichen 15 Minuten oder 10 Minuten, wenn ihr fix seid. 10 Minuten pro Tag oder 2-3 Mal die Woche würde schon reichen. Ich gehe an meinen Rechner und suche mir 3 Songs raus. Die könnt ihr in eine Playlist packen oder wie auch immer ihr lustig seid. Sucht euch eine Musik aus, die euch nicht zu sehr stört oder nicht zu sehr aufregt, aber die eurer Meinung nach gut für den Hintergrund passt. Dann macht ihr Folgendes, ihr macht euren Simulator an und dann sucht ihr euch 3 Figuren raus. 3 Figuren, sagen wir mal Funnel, TikTok und Rückenkreis. Dann fangt ihr an zu fliegen und ihr startet den ersten Song. Ein normaler Song dauert meistens so zwischen 3 bis 4 Minuten, das heißt, ihr nutzt dann auch wirklich diese komplette Zeit, die dieser Song dauert, um die erste oder eine dieser 3 Figuren zu fliegen. Und ihr habt dann im Kopf wirklich diese Einstellung, okay, solange jetzt, weiß ich nicht, Rolling Stones im Hintergrund läuft, so lange probiere ich TikToks. Und das ist egal, ob die irgendwie schön werden oder sonst was, sondern ihr fliegt diesen Song lang nur TikToks. Es wird euch bestimmt nicht langweilig werden, weil ihr wisst, die Zeit ist begrenzt. Sobald der Song vorbei ist, braucht ihr das auch nicht mehr fliegen. Aber in diesen 3 Minuten konzentriert ihr euch da drauf. Dann kommt der nächste Song und im nächsten Song probiert ihr einfach euren Funnel zu perfektionieren. Entweder ihr fangt erstmal an, ihn zu lernen, ihr perfektioniert ihn, vielleicht fliegt ihr eine Variation davon, ist egal. Diese 3 Minuten werden dafür genutzt. Und genauso macht ihr das dann mit der 3. Figur für den 3. Song. Wenn die Zeit vorbei ist, könnt ihr theoretisch sagen, okay, genug, habe meinen Soll erfüllt, ich lege jetzt meinen Sender zur Seite und bin fertig. Dann seid ihr in 10 Minuten fertig und habt richtig effektiv trainiert. Das kann ich euch schon sagen, wenn ihr das halbwegs regelmäßig macht, das bringt unglaublich viel. Und 10 Minuten sind wirklich nicht die Welt. Ob ich in 10 Minuten
auf YouTube schnell irgendwie bei einem Kanal gucke, wer irgendwas macht oder auf Facebook surfe und jemanden schreibe oder ob ich die 10 Minuten wirklich schnell nutze und meinen Simulator anschmeiße. Die Zeit sollte man eigentlich haben. Und wie gesagt, ich hoffe, dass diese 3 Minuten, 3x3 Minuten Taktik euch vielleicht dabei helfen kann, dass ihr sagt, ja okay, gut, ich habe einen Plan, das und das will ich machen, da ist schöne Musik dabei, es geht nicht in die Unendlichkeit, cool, das kriege ich hin. Und wer weiß, vielleicht seid ihr nach diesen 3x3 Minuten auch so motiviert und ihr seid so drin, dass ihr sagt, hey cool, jetzt habe ich Bock noch ein bisschen weiter zu fliegen, vielleicht macht ihr 15 Minuten draus. Und ihr könnt euch aussuchen, was ihr dann trainiert, aber ich tendiere zum Beispiel dazu, ich mache meine 3 Figuren und wenn ich dann noch Lust habe und den Simulator anlasse, dann fliege ich einfach irgendwas. Es ist nicht schlecht, irgendwas zu fliegen. Ich bin nur der Meinung, man sollte ab und zu strukturiert gewisse Figuren einfach immer wieder reinbringen, weil euer Hirn das auch braucht. Und ihr werdet merken, selbst wenn ihr nicht jeden Tag Simulator fliegt, das meinen nämlich auch viele, oh, ich muss jeden Tag Simulator fliegen. Nein, braucht ihr nicht. Es reicht, wenn ihr 2 Tage dazwischen lasst. Teilweise reicht es auch, wenn ihr eine Woche dazwischen lasst. Aber ihr werdet merken, dass in der Zeit, wo ihr nichts gemacht habt, das nächste Mal geht es besser. So, überfordert euch auch nicht, sondern lasst euch Zeit. Ihr müsst nicht jeden Tag an den Simulator gehen, aber wenn ihr geht, dann macht es strukturiert. So, das waren meine Top 6 Tipps zum Simulatorfliegen. Ich hoffe, es war vielleicht irgendwas dabei, was euch geholfen hat. Bitte verzeiht mir, dass ich keine Empfehlung für einen bestimmten Simulator geben kann und auch nicht will. A, weil ich niemanden auf den Schlips treten will und B, weil, wie gesagt, jeder etwas anderes gut findet, jeder hat andere Prioritäten. Probiert verschiedene aus, sucht euch den aus, der zu eurem Bauchgefühl am besten passt und dann geht es mit ein bisschen Struktur an und ihr werdet sehen, es wird euch unglaublich viel helfen. Lasst mich wissen, was ihr davon denkt, lasst mich eure Erfahrungen hören, vielleicht möchte der ein oder andere meine Musikstrategie mal ausprobieren. Ich würde mich freuen, von euch zu hören und sage bis zum nächsten Mal. Bye, bye.